doch dazugekommen mit Erfinden der Katzenmann zum Beispiel. Das war wirklich ein Fundstück. Über den hatte ich gelesen in Tokio im Internet und habe ihn dann in Tokio gesucht und auch gefunden. Und das ist ein Büroangestellter, der von 9 bis 5 im Büro sitzt und danach bastelt er Katzenköpfe. Und dann stellt er sich am Wochenende einfach hin mit dem Katzenkopf, um die Menschheit zu erfreuen. Und er hatte 4 Katzenköpfe zur Auswahl. Und er hatte auch nur eine halbe Stunde Zeit, hat er gesagt. Und wir drehen auf eine Art und Weise, wo wir das dann auch integrieren können, wo das dann möglich ist, das möglich zu machen, dass er dann im Film auftaucht, weil wir sehr klein und sehr beweglich drehen. Und so kam der Katzenmann in den Film. Und für mich, das war ein Geschenk, weil natürlich dieses Katzenmotiv in der ganzen Geschichte vorkommt und dass der dann aufgetaucht ist, war dann wirklich ein Geschenk der Realität an die Geschichte des Films, an die Fiktion. Apropos Katze, das ist natürlich auch eine sehr brutale Szene, wie die Mutter mit der Tochter umgeht. Also das ist mir persönlich jetzt sehr nahe gegangen und man sieht das auch im Gesicht der Tochter, wie sie da oben dann am Geländer steht und die zwei verschwinden. Diese Figur der Geisha, die ja dann mit einer unglaublichen Hingabe sich ihren Schülerinnen widmet und dann mit dieser Brutalität mit ihrer Tochter umspringt. Wie haben Sie diese Figur gezeichnet oder wieso haben Sie diese Figur so gezeichnet? Das ist eine schwierige Frage und eine sehr gute Frage. Das ist schon die Frage, inwieweit wir unsere Kunst wichtiger nehmen als unser Leben oder das Leben außerhalb der Kunst. Und sie ist in der Beziehung eben eine wirkliche Künstlerin und Künstler sind meistens sehr egoistisch und sehr egozentrisch. Das gehört wohl auch dazu. Und darunter hat ihre Tochter sehr, sehr sicher gelitten. Aber gleichzeitig hat sie eben diese doch sehr enge Bindung dann an ihre Schülerinnen gehabt und auch an diese Deutsche, die ihr ins Haus schneit, der sie ja auch sehr viel gibt. Das ist immer die Frage, wem gibt man und gibt man genug und wem gibt man als Künstler? Das sind all die Fragen, die ich versucht habe, so ein bisschen mit dieser Geisha zu beschreiben. Aber auch bei der Geisha gibt es wieder ein Vorbild. Das sind diese seltsamen Geschichten, die dann Eingang finden in meine Geschichten. Es gibt eine alte Geisha, Frau Ito-san, in Kamaishi, das ist nördlich von Fukushima, die ganz knapp den Tsunami und das Erdbeben überlebt hat und war schon 83 und hatte dann einen ganz großen Kummer über die Katastrophe hinaus, dass sie ihre Musik, ihren speziellen Song, als Geisha hat man seine eigene Musik, dass sie die nicht weitergeben konnte. Das haben 3 junge Geishas in Tokio gehört, sind nach Kamaishi gefahren, haben dieses Lied von der alten Geisha gelernt. Das ist der Fisherman's Song. Das hatte ich in der New York Times gelesen. Habe darum dann diese 3 Geishas, die jungen Geishas in Tokio gesucht, habe auch die gefunden und die spielen jetzt hier in dem Film die Geishas. Also eine von ihnen ist die Yuki und die anderen beiden kommen am Ende und lernen diesen Song. Und Ito-san, die alte Geisha, ist vor 7 Wochen gestorben, immer noch in der Notunterkunft, hat ihn nie mehr verlassen können, in Kamaishi. Also das ist wieder ein realer Hintergrund, der in den Film eingeflossen ist. Was auch, es vermischen sich ja verschiedene Ebenen, vielleicht bevor wir über die Geister sprechen, noch über die Art und Weise, was ja interessant ist vielleicht, ist auch, dass sich ja Realität und Fiktion vermischen. Ist das für Sie etwas Wichtiges, in welchem Genre Sie drehen, ob das jetzt Dokumentarfilm ist oder fiktional ist oder heben sich diese Grenzen auch gewissermaßen auf, so wie im Film im Endeffekt auch? Ja, für mich war die Erfindung der kleinen Videokamera wirklich entscheidend, weil ich damit alles sprengen konnte und eben diese Grenzen aufheben konnte, die bis dahin dann doch sehr stark noch existiert haben zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm. Aber mit dieser kleinen Technik war ich plötzlich so beweglich. Und als allerersten Film mit der Technik habe ich 1999 einen Film in einem Zen-Kloster gedreht, in einem echten Zen-Kloster, aber eine fiktive Geschichte. 2 Brüder, die in ein Kloster gehen, Uwe Ochsenknecht und Gustav Wöhler. Und da habe ich gemerkt, wie wahnsinnig gut mir das gefällt, dass ich das vermischen kann, dass ich an reale Orte gehen kann, an die man mit einem großen Filmteam nicht gehen kann und da dann aber meine Geschichte erzählen kann. Und das ist natürlich hier auch so, dass ich unbedingt wollte, dass man spürt, dass es die wirklichen Bewohner der Notunterkünfte sind,
dass da wirklich die Katastrophe stattgefunden hat, um dann auf diesem Hintergrund eine fiktionale Geschichte zu entwickeln. Und das ist das, was ich am liebsten mache. Ja. Ich langweile mich einfach zu sehr, wenn ich in einem Studio drehen müsste, wo wir immer nur versuchen, die Realität wieder so perfekt herzustellen, dass es sich dann wieder ganz real anfühlt. Also so ein normaler Vorgang ist, dass wir in eine Wohnung gehen, die eigentlich schon ganz schön ist, dann reißen wir alles raus, alles muss gehen und dann stellen wir wieder ein Sofa rein und wieder Stühle rein und wieder einen Tisch rein. Also das ist nicht das, was mich interessiert. Mich interessieren dann die wirklichen Fäden, die ich dann aufgreifen kann. Und dass der Film in Schwarz-Weiß jetzt vielleicht nicht gedreht wurde, oder zumindest jetzt zu sehen ist, ist das, um mehr Nähe oder mehr Distanz zu schaffen zum ja auch schrecklichen Thema, was jetzt da auch abgebildet ist oder was auch, sagen wir mal, in dem Film vorkommt? Also Fukushima, das Erdbeben, wie Sie es am Anfang gesagt haben, der Tsunami und die Atomkatastrophe. Ja, Schwarz-Weiß war hier keine so schwere Entscheidung, weil einmal die Farbe nicht mehr so wirklich existiert in dem Landstrich, dadurch, dass es alles Brackwasser ist die Vegetation eher beige. Der Himmel, habe ich jetzt schon öfter gesagt, ist immer so ein Hannover blau-grau, da wo ich aufgewachsen bin, wo der Himmel nie wirklich blau wird. So sieht es auch in Fukushima aus, es ist sehr feucht. Und zum anderen hat aber Schwarz-Weiß natürlich diese viel größere Kraft und es stellt sofort eine Beziehung her zum alten japanischen Film. Und es zeigt auch nochmal sehr eindrucksvoll, und das hat mich selber auch überrascht, wie wenig es braucht, um in Japan auch wieder Kultur einziehen zu lassen in so ein zerstörtes Haus. Das sind nur ganz wenig Requisiten, es ist eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Körpersprache, ein paar Muster in diesen Tüchern oder das ist noch nicht mal ein Kimono, das ist nur so ein Hauskittel und schon ist japanische Kultur wirklich anwesend, was uns im Westen sehr schwer fallen würde, mit so wenigen Dingen wirklich unsere Kultur anwesend sein zu lassen. Und das funktioniert natürlich in Schwarz-Weiß sehr viel besser, weil es diesen Zeichencharakter hat. Und dazu kommt dann noch etwas, die Schönheit der Gesichter, die man in Schwarz-Weiß sehr viel mehr sieht. Also diese Banalität der Farbe, die verschwindet sofort total und man kann sich auf die Gesichter so konzentrieren. Das waren so die 3 Punkte, weshalb wir auf Schwarz-Weiß, wir haben schon auf Schwarz-Weiß sogar gedreht, weil wir vorher schon die Kameras so manipuliert haben, dass wir Farbe gar nicht mehr sehen konnten. Okay. Haben Sie vielleicht Fragen? Ja. Ich habe 2 Fragen. Ja. Die erste Frage wäre, wie Sie an die Dreherlaubnis gekommen sind. Und die zweite Frage ist, haben Sie den Film in Japan gezeigt, beziehungsweise Japanern gezeigt und wie war die Reaktion darauf? Ich wiederhole schnell die Fragen für die, ja. Also ob Sie die Dreherlaubnis, wie sie an die Dreherlaubnis gekommen ist und ob der Film in Japan gezeigt wurde und wie die Reaktion war. Die Dreherlaubnis war überhaupt kein Problem, danke. Im Gegenteil, wir sind mit offenen Armen aufgenommen worden, weil das auch der einzige Spielfilm bisher ist, der da gedreht worden ist. Es ist nie ein Spielfilm von japanischer oder von irgendeiner Seite in diesem Gebiet gedreht worden. Dokumentationen gab es am Anfang einige und auch sehr, sehr gute, aber ein Spielfilm wurde nie gedreht. Deshalb waren alle sehr, sehr froh, dass wir gekommen sind, weil natürlich auch das Gefühl in dieser ganzen Region das ist, dass man immer mehr vergessen wird, dass sich eigentlich keiner mehr so wirklich dafür interessiert. Die Japaner, die den Film gesehen haben, sind sehr angerührt gewesen von dem Film, weil natürlich auch dieses große Trauma noch ganz anders wieder hochkommt als bei uns, die wir den Film sehen. Der Film ist gerade uraufgeführt worden auf der Berlinale und wir wissen noch nicht, ob wir einen japanischen Verleih haben werden. Ich bin eingeladen worden zu verschiedenen japanischen Festivals, da wird der Film auch laufen. Und ich hoffe, dass er dann auch ganz normal im Kino läuft. Und wir wollen natürlich in die Notunterkunft fahren mit dem Film und ihn da zeigen. Ja. Wie haben Sie diese fantastische japanische Schauspielerin entdeckt? Haben Sie es gehört, wie ich die japanische Schauspielerin entdeckt habe? Die fantastisch, haben Sie gesagt. Ich habe eine Castingagentur beauftragt und sie stand ganz oben auf der Liste, aber es hieß auch, sie ist so berühmt, wahrscheinlich wird sie das nicht machen. Denn sie ist die Meryl Streep von Japan. Und dann hat sie das Drehbuch gelesen und wollte mich sofort sprechen und dann sind wir in so eine Bierbeizen gegangen. Die gibt es in Tokio ganz viele, wirklich so eine kleine, ganz billige, einfache Bar. Und
Noch nicht mal eine Bar, wirklich eine Beizen. Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Beizen auf Bayerisch. Ja. Aber jetzt, genau. Und da haben wir uns sehr, sehr angeregt unterhalten. Sie in einem sehr rudimentären Englisch und ich in meinem rudimentären Japanisch, aber das ging irgendwie. Und ab und zu hat sie so über meine Schulter geschaut und ich habe darauf gar nicht reagiert. Und dann irgendwann nach einer Stunde, glaube ich, habe ich mich umgedreht. Und da stand eine Schlange von Menschen, wirklich so einmal hier so um den ganzen Block rum. Und das waren alles Fans, die ganz geduldig gewartet haben, bis unsere Konversation vorbei war, die alle ein Autogramm von ihr haben wollten. Und da ist mir so ein bisschen gedämmert, aha, ja, Superstar. Mhm. Und dann kam aber wirklich die große Überraschung, dass beim Drehen sie vollkommen anspruchslos war. Und wir haben sehr hart da wohnen müssen. Wir haben in den Containern zusammen mit den Bauarbeitern gewohnt, die die kontaminierte Erde abgraben und in die Plastiksäcke verpacken. Und hatten als direkte Nachbarschaft hatten wir ein Krematorium, 2 Puffs und einen kleinen Supermarkt. Und da waren wir 7 Wochen. Und sonst gab es nichts, gar nichts, weil wir um die Ecke waren von dem Haus auch, von dem zerstörten Haus. Das alles war die ehemalige Sperrzone. Das ist am 01.01.2015 aufgehoben worden. Und wir haben jeden Tag aber mit Geigerzähler unsere Motive ausgemessen, jeden Tag alles immer abgemessen. Das war auch okay. Aber es war anstrengend und hart und es war auch psychisch hart, weil wir natürlich jeden Tag wieder damit konfrontiert wurden an diesem Drehort, dass alle Leute, die in diesen Häusern gewohnt haben, alle umgekommen sind. Diese Fundamente, die man sieht, diese ganzen Häuser, alle sind umgekommen, bis auf die Bewohner in dem Haus von Satomi. Die haben überlebt, weil sie einen 2. Stock hatten, was die anderen Häuser alle nicht haben. Aber sonst alle auf das Nachbarhaus, wo sie die Matratzen holt, alle sind umgekommen. Und das war schon schwierig auch, jeden Tag da wieder das anzuschauen. Die Gespenster, das war Ihre Frage, wie kommen die Gespenster in den Film? In Japan glauben sehr, sehr viele Menschen an Gespenster. Und besonders in Tohoku, in der nördlichen Provinz, ist es sehr, sehr stark. Und im Zusammenhang mit der Katastrophe ist es so, dass viele Leute auch deshalb nicht mehr in dieses Gebiet gehen wollen. Wir hatten ganz große Probleme, Statisten zu finden, die die Geister spielen sollten, weil die meisten gesagt haben, nein, das möchten sie nicht, weil da doch dann wirklich sehr viele Geister anwesend sind. Manchmal ist es lustig, weil ich so viel recherchiere über Japan, dass ich dann Japanern wieder Dinge erzähle, die sie gar nicht mehr so genau wissen oder wussten. Zum Beispiel diese Sitte, so eine kleine Puppe zu machen für junge Menschen, die überraschend gestorben sind, für einen Mann eine Braut und für eine junge Frau einen kleinen Bräutigam als Puppe. Das hatte ich recherchiert. Es gibt sogar ein Museum in Tohoku. Aber niemand in unserem Team kannte diesen Brauch noch. Andersrum zum Beispiel die Art zu fegen, also Zeitungspapier in Wasser zu tun und dann auf die Tatamis zu tun und es zusammenzufegen. Das stammte von der Schauspielerin Kaori Momoi, weil ihre Großmutter das noch so gemacht hat und sie das noch gelernt hat als Kind. Das ist eine sehr alte, sehr traditionelle Art zu fegen. Also so kamen oft Dinge zusammen aus verschiedenen Abteilungen, um dieses Leben von Satomi zu schildern. Wie haben sich denn die beiden Schauspielerinnen... Vielleicht beantworte ich eben die Frage, wie die beiden Schauspielerinnen sich vertragen haben, während sie das Mikrofon bekommen. Ich muss schon ehrlich sagen, Kaori Momoi, der Superstar, ist schon eine ziemliche Kratzbürste. Das muss ich einfach ehrlich sagen. Nicht einfach für Rosalie Thomas, die deutsche Schauspielerin, weil sie auch in ihrer Rolle, sie wollte ja auch diese kratzbürstige Frau authentisch spielen, aus der Rolle ist sie dann aber auch nie mehr rausgekommen. Und wir hatten es dann ab und zu schon ein bisschen schwer miteinander. Aber Rosalie Thomas ist ein Phänomen. Das ist ein Mädchen, die hat eine solche Stärke in sich und eine solche Stabilität und Erdhaftung, die hat nichts umgehauen. Und die hat das wirklich mit einer Grandezza gespielt und ist auch jeden Tag da zu einem Drehort mit uns gewandert. Das fand ich bewundernswert für eine sehr junge Frau, dass die da nicht in die Knie gegangen ist und sich auch nicht beschwert hat, nicht geweint hat. Nein, sie hat das ganz toll alles durchgestanden. Ihre Frage ist
haben Sie das Mikrofon. Mein Lebenspartner hatte mir geschrieben, unter anderem auf die Tatsache, dass ich heute Abend im Film bin. Wie viel dürfen wir wollen, zum Beispiel Energie? Wie viel dürfen wir davon nehmen, zum Beispiel Natur? Was glauben Sie, wird dieser Film bezüglich Energiewende, Klimawandel und so weiter überhaupt möglich machen, erreichen? Filme können, glaube ich, nicht die Welt verändern. Sie können so kleine Impulse geben. In Japan ist es ja leider so, dass diese Regierung jetzt von Shinzo Abe alle AKWs wieder ans Netz bringen will und dass auch die Mehrheit der Bevölkerung nichts mehr davon hören will. Und dass alle Energiesparprogramme, die direkt nach der Katastrophe schon stattgefunden haben, dass die auch wieder zurückgenommen worden sind. Also da ist doch sehr, sehr wenig übrig geblieben als Lektion, worüber man sich auch sehr wundern kann. Also dass jede Klobrille weiterhin auf 26 Grad hochgeheizt wird in Japan. Ja, da gibt es, ist nur so ein kleines Detail, da gibt es viele, viele Beispiele. Und dass man für alles, also für ein Gummibärchen kriegt man eine Plastiktüte. Für jeden Radiergummi, für jede Onigiri gibt es immer eine extra Plastiktüte und. Also da ist relativ wenig Bewusstsein, nur bei uns ist es ja ähnlich. Also ich bin genauso verlogen. Meine Familie durfte nie einen Wäschetrockner haben, aber ich fliege, ohne mit der Wimper zu zucken, 12 Stunden nach Los Angeles, Tokio, weiß nicht wohin. Also, da kann ich mich natürlich auch mal fragen, was nützt es jetzt, niemals einen Wäschetrockner besessen zu haben, aus Energiegründen. Also da verhalte ich mich ständig inkongruent und nicht wirklich logisch engagiert. Nur ein Grund, diesen Film zu machen, war schon auch diese enge Verbindung zwischen Deutschland und Japan durch die Katastrophe. Wir sind als einziges Land auf der Welt wegen der Katastrophe aus der Atomenergie ausgestiegen oder versuchen es zumindest. Und das ist eine enge Verbindung. Und das haben wir Deutsche, wir haben vergessen, dass das aufgrund der Katastrophe war. Also finde ich schon, dass es eine engere Verbindung geben sollte zu Japan und den Problemen, die diese Katastrophe mit sich gebracht hat und auch weiter mit sich bringt. Japan selbst versucht im Moment sehr aufzuräumen. 2020 sind die Olympischen Spiele und ich hatte so das Gefühl, da soll möglichst niemand mehr nach Fukushima fragen. Haben Sie deshalb das Schlussbild noch nach dem Abspann? Ist ja noch auch ein Schlussbild als politisches Statement mit diesem Atomkraft Nein Danke auf japanischem Hintergrund oder wie auch immer, was Vordergrund und Hintergrund ist, mal dahinstellen. Ja, das ist gedreht auf der jährlichen Demonstration, 11. März. Jedes Jahr ist die Demonstration gegen Atomkraft und das Durchschnittsalter auf diesen Demos ist, ich würde sagen, so bei 70, 75 Jahren. Es gibt keine Jungen, die da demonstrieren. So wie man das sieht ganz am Ende. Und diese alte Dame, die Atomkraft Nein Danke auf Deutsch schwenkt, das war Zufall, dass sie das hatte. Und ich hatte auch gedacht, jetzt am 5. Jahrestag würde es nochmal eine große Demonstration geben in Tokio. Nein, war nicht so. Auf der anderen Seite, ich habe die jungen Japaner in unserem Team auch gefragt, wie steht ihr denn dazu? Und die haben gesagt, ach, es wäre jetzt auch komisch, wenn wir so tun, als wären wir gegen Atomkraft, denn wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir, dass unsere Computer laufen. Wir wollen, dass es alles funktioniert. Ja, das ist schon auch eine sehr ehrliche und klare Antwort gewesen. Und wer weiß, wie lange wir das durchhalten in Deutschland. Wenn es teurer wird, wenn es eine andere Regierung gibt, dann kann es gut sein, dass wir das auch alles wieder zurücknehmen. Deshalb. Aber der Film ist jetzt nicht nur ein Film gegen... Ja, wie lange? Ich denke, wir können uns bedanken für den mutigen Film, den Sie gedreht haben. Ich möchte nur sagen, dass wir uns sicher bedanken können für den mutigen Film, den Sie gedreht haben, dass Sie auch den Mut hatten, in diese Zone zu gehen und auch diese Kontroverse für das japanische Leben aufzuzeigen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Aber es gehören immer zwei dazu, also Sie, das Publikum und der Film. Deshalb nochmal danke, dass Sie gekommen sind. Am 24. startet er hier in der Schweiz, in Zürich. Und wenn er Ihnen gefallen hat und Sie es weitererzählen, wäre ich sehr froh, denn das ist unser großes Problem geworden, dass die Filme, es gibt so viele Filme und die starten und gleich sind sie wieder weg, wenn die Leute nicht kommen.
das ist schwierig geworden, so einen Film ins Kino zu bringen. Deshalb vielen Dank an die Filmkoopi. Felix Heckler, wir kennen uns seit 1978, glaube ich. Ja, 78. Felix hat nämlich meinen allerersten Film schon gezeigt. Es war ein Dokumentarfilm, der hieß Ob es stürmt oder schneit. Und jetzt fällt es mir wieder ein, um was es ging. Es ging ums Kinosterben. Mein allererster Film. Wir sind immer noch hier, das ist eigentlich sehr schön, Felix, oder? Wir sind immer noch da. Und Sie sind noch da. Vielen Dank. Danke.